Willkommen beim Horus 145. Und zwar, wie Sie sehen, unser Fahrzeug ist wintertauglich und hat auch eine Unterbodenkonservierung. Hier könnt ihr das an der braunen Schicht natürlich sehen, dass es eine Unterbodenkonservierung hat. Fangen wir direkt von draußen an. So wie jedes Fahrzeug hat unser Fahrzeug auch ein Abwassertank und auch einen Frischwassertank. Jetzt kommen wir mal zum Abwassertank. Und zwar bei gewissen Stellen, bei manchen Tankstellen seht ihr ein Abwasserzeichen und da könnt ihr sozusagen das ganze Abwasser entleeren. Oder bei Campingplätzen, da gibt es auch gewisse Stellen, wo ihr das ganze Abwasser entleeren könnt. Wie ihr das macht, ist ganz einfach. Ihr zieht einmal dann ganz fest und seht, dass da das ganze Abwasser rinnt. So wie ihr sehen könnt, das ganze Abwasser ist vollständig entleert. Was wir jetzt machen, ist das Ganze wieder nach hinten schieben und das ist wieder zu. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Hier füllt ihr den Frischwasser sozusagen auf und ich würde euch natürlich empfehlen, bitte verwendet unsere Schlaufe wegen Hygienegründe. Hier merkt ihr, dass es in die Leere geht, das heißt, das ist noch zu. Ihr müsst einmal drücken und so festmachen. Dann wird es hier fest und das könnt ihr dann so entnehmen. Hier gebt ihr euer sozusagen Schlauch rein. Wie gesagt, benutzt unser Schlauch wegen Hygienegründe. Und das Ganze schließt ihr einfach, nachdem ihr das fertig gemacht habt, gebt ihr das rein. Dreht das so. Tut das Ganze natürlich entschließen. Raus. Und merkt, dass es geschlossen ist. Jetzt zeige ich Ihnen die Toilette vom Horus 145. Und zwar, ihr könnt merken, dass die geschlossen ist, daran, dass das hier nicht reingeht. Wie ihr das Ganze aufmacht, ihr inseriert den Schlüssel, ihr dreht nach rechts, drückt von da und lässt es einfach zu euch kommen. Ihr könnt sehen, es hat einen Aktivkohlefilter, das tut den ganzen schmutzigen, sozusagen den Sauerstoff raussaugen, damit es nicht schlecht riecht. Wie ihr das Ganze rausnimmt, ist, dass ihr das einmal hier rauszieht. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr das da hier einmal so rausnimmt, rauszieht. Und natürlich den Stöpsel, den finden wir gleich. Stöpselmelder. So, nachdem wir das rausgenommen haben, brauchen wir natürlich den Stöpsel. Den haben wir hier. Wir stecken das so einfach an. Und können das sozusagen hier einfach rausnehmen. Und Windfahrt. Viele Campingplätze haben Automaten, wo man das Ganze in einen Automat reinschieben kann und für 1 Euro sozusagen das Ganze waschen lassen kann. Aber dabei sollte man darauf aufpassen, dass wir keine, sozusagen, sagt man mal, Toilettenpapiere oder sonstiges reinschmeißen sollte, da das nicht gründlich waschen könnte. Wie wir das Ganze putzen, das erkläre ich Ihnen genauso. Und zwar, nachdem ihr das rausgenommen habt, könnt ihr das hier öffnen und dann hier einmal draufdrücken, dass es Luft einnimmt und dass es schneller sozusagen das Ganze rausnimmt. Und einmal das WC sozusagen das Ganze entspülen. Danach macht ihr das Ganze, macht den Deckel hier wieder zu, macht das hier an, tut hier das hier aufmachen, füllt hier das Wasser ein, dann macht ihr das Ganze wieder zu, den Deckel schaltet ihr wieder zu, das mal sozusagen hin und her gründlich schütteln, überall natürlich das ganze Dreck weg ist und in die Toilette abspülen, während man diese Tasse betätigt. Das natürlich ungefähr 1 bis 2 Mal oder 3 Mal machen, bis ihr euch sicher seid, dass das ganze Dreck natürlich sauber ist. Natürlich nach dem ganzen Vorgang tun wir natürlich einen Toilet Tab reingeben. Das könnt ihr überall euch besorgen. Da hinten steht, wie ihr das Ganze anwendet. Und da tut ihr ungefähr 1/4 Wasser, das hier einfüllen. So, nehmt einen von solchen raus. Hier bei so eins. Ihr macht das Ganze hier auf, macht hier wieder auf, gibt das Ganze einfach einmal rein, macht wieder zu und einfach zu. Natürlich hygienisch wieder mal. Ihr passt auf das Kabel auf, gibt es wieder hier langsam rein. Daran seht ihr, dass es weggeknipst ist. Und das hier nehmt ihr raus. Aktivkohlefilter rein. Reingedreht. Und das Ganze einfach mal zu. Jetzt natürlich das Ganze zudrehen. Und sicher machen, dass es nicht mehr offen ist.
Unser Horus 145 hat auch natürlich die Landstrom. Das Landstrom tut hier von hier anstecken. Das ist bitte nicht dran ziehen. Das ist kein Kabel, um zu ziehen. Wir haben mehrere Stecker. Die ganzen Stecker finden wir natürlich im Kofferraum für den ganzen Anschluss. Und das tut ihr natürlich bei einem Campingplatz einstecken. Und bei dem Horus 145 haben wir hier einen Kraftstofftank, der aus Diesel besteht. Und zwar machen wir den hier auf. Das ist ein Dieseltank. Und da könnt ihr auch extra die AdBlue hinzufügen. Bitte navigieren Sie bitte mit dem Navigationssystem, was bereits im Auto drin ist, weil das sozusagen die Höhe und die Breite von dem Fahrzeug analysiert und euch durch Strecken bringt, die keine Probleme bei der Höhe und bei der Breite machen. Jetzt fangen wir mal mit dem Hinterteil an vom Horus 145. Und zwar sollte man hier darauf aufpassen, dass man während dem Öffnen natürlich erstmal aufmachen. Dürfen wir nicht vergessen. Mit dem hier. Macht das Ganze auf und hier bitte hinten aufpassen, dass man das nicht zu weit öffnet, damit es nicht schädigt. Wir müssen die Tür natürlich auch aufmachen, die geht nicht normal auf. Wir haben hier einen Clip, das tun wir hier so aufmachen. Und um es noch weiter aufzumachen, drücken wir einmal hier, das gedrückt und das geht zusätzlich noch weiter auf. Braucht man das? Nicht. Bei dem bitte nicht machen. Warum? Wie gesagt, auf der anderen Seite, das kann dazu schäden, wenn man das macht. Deswegen würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen, das zu machen. Genau. Wir haben 2 Gasflaschenplätze und zwar einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Hier machen wir das Ganze mal so auf. Und den Schloss dafür findet ihr bei der Beifahrerseite beim Handschuhfach. Hier seht ihr die ganzen Zertifikate, was natürlich zu gebrauchen wäre. Die Gasflasche sollte bitte 5 Kilo sein, nicht mehr, weil eine größere würde da nicht reinpassen. Und die zweite Gasflasche könnt ihr natürlich auch hier reingeben, hier einmal aufmachen. Da passt sie auch perfekt rein, wenn ihr eine zweite benötigt. Wird oftmals nicht benötigt. Und bitte bei den Gasflaschen eine Euro-Gasflasche kaufen, damit die auch nachfüllbar ist und auch wie die im Notfall natürlich auffüllen können. Wie ihr das Ganze nochmal öffnen könnt, ihr könnt auch noch von hier zusätzlich das Ganze öffnen, auch noch weitere Sachen hier reinlagern und natürlich zumachen. Hier seht ihr den sozusagen den Tisch und da hinten die Bodenunterlage. Die ganzen Sessel können wir auch da reingeben. Hier haben wir auch noch extra ein Fach für Elektrik. Machen wir hier einmal auf. Hier ist der ganze Kabel, was wir für Landstrom benötigen. Und da hinten ist noch ein Fach. Das zeige ich euch gleich noch einmal. Hier könnt ihr das Ganze erstmal hochheben, wenn ihr wollt. Und natürlich das Ganze auch rausnehmen komplett, wenn Sie wollen. Das gleiche gilt auch ebenfalls für das obere. Für das obere Bett könnt ihr auch komplett rausnehmen. Und das Fahrzeug beinhaltet schon einen Sonnenschutz, aber falls Sie noch einen benötigen, können Sie das auch von da einfach nehmen. Ja. Und das Ganze natürlich ausführlich. Die Lampe hat hier auch natürlich Touchfähigkeit, die könnt ihr einfach so betätigen und natürlich auch wieder anmachen. Alle Lampen sind so, die haben auch hier zusätzlich ein USB, da kann man hier sehen, dass hier ein USB hat. Und da kann man das Ganze anmachen. Der Touch funktioniert auch nicht nur von da, sondern auch überall, da. So. Beim Fenster können wir das Ganze natürlich runternehmen. Und auch das Fliegenschutz haben wir auch hier zusätzlich drinnen. Das klipsen wir hier rein und nehmen das wieder raus. Wie wir das Fenster aufmachen, ganz simpel. Wir drücken auf diese Buttons drauf, drehen sie in deren Richtungen und machen das sozusagen auf. Und damit können wir das Ganze fixieren, indem wir das auf diese Seite zuschrauben. Und so ist das Fenster fixiert. Natürlich können wir das noch höher machen. Und immer so fixieren. Bitte auf beiden Seiten fixieren. Und das nicht vergessen. Darauf aufpassen, dass hier das sozusagen nicht, dass es nicht dagegen kommt. Und ja. Bitte die Tür erstmal mit der linken Tür zumachen
Und aufpassen, nicht von der Seite die Tür schließen. Warum? Weil das gegen euer Gesicht kommen kann und das auch zu Verletzungen führen kann. Deswegen gehen wir auf diese Seite, schließen die Tür von der Seite, dass keiner verletzt werden kann von dem Fahrradträger. Hier können wir den Stab für die Markise nehmen. Ganz einfach, nehmen wir vom Kofferraum und gehen zu der Markise. Hier sehen wir, wo wir das Ganze reingeben. Wir stecken das so ran und drehen das Ganze so durch. Nachdem ihr die Markise aufgemacht habt beim Horus 145, müsst ihr darauf achten, dass ihr die Beine natürlich rausnimmt. Wie ihr das macht, ist ganz simpel. Ihr müsst das da hier einmal nach innen drücken und rausnehmen. Nachdem ihr das rausgenommen habt, stellt ihr das ganze Fuß rauf. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Wie gesagt, das einmal hier reinziehen, aufstellen. Und wie ihr das erhöhen könnt, ist ganz simpel hier. Diesen Clip macht ihr hier so hoch. So, wie ihr wollt, könnt ihr das machen. Das kippt ihr einmal so nach hinten. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Okay. Was jetzt noch wichtig ist, ist das da. Wozu das wichtig ist, wir tun das erstmal hier rausnehmen. Das ist sozusagen beim Wind nicht nach hinten rotiert. Das gleiche genauso auf der Seite machen. Wie machen wir das? Wir ziehen direkt von da. Wir ziehen das hier raus. Machen das dran. Und jetzt ist es gesichert, dass es nicht nach hinten vom Wind beeinflusst wird. Jetzt müssen wir die Markise natürlich wieder wegräumen. Wie wir das machen, das klippen wir hier einmal raus auf die Seite und packen das da. Das gleiche auch auf diese Seite, hier einmal rausnehmen und einmal dran machen, sozusagen. Und diese ganzen Beine natürlich hier sich erstmal da hoch stützen, das Ganze hier runternehmen und langsam das runternehmen. Das gleiche auch auf der Seite. Oben stützen, hier das runternehmen und langsam runter, dass sich da keiner verletzt. Jetzt nehmen wir das Ganze, keine Angst haben, hoch, nehmen das auf die Seite, hier einmal rein und müssen das hier einmal reindrücken und das da rein fixieren. Das gleiche auch auf der Seite. Wir nehmen die ganze Stange, inserieren das rein, tun das reindrücken und so ist das erledigt. Jetzt müssen wir die ganze auf diese reinfahren. Jetzt müssen wir die Markise natürlich einfahren. Wie wir das machen, ganz einfach in die Gegenrichtung. Natürlich erstmal darauf aufpassen bei Campingplätzen, dass da oben auf der Markise keine Blätter sind oder irgendwelche Stöcke sind, damit das die Markise nicht beschädigt. Jetzt nehmen wir das Ganze erstmal hier raus. Hier bitte aufpassen, dass die ganze Markise vollständig geschlossen ist. Und damit ihr das Ganze rausnehmen könnt,
Einfach mal richtig ans Ende drücken. Ja. Jetzt müsst ihr das Ganze erstmal zumachen und bloß einmal reindrücken, das drehen und rausnehmen. Und somit das schlappende Markise wieder an die Stelle reingeben. Mit Hilfe der Bändern könnt ihr das Ganze stabilisieren, dass ihr während der Fahrt, wenn eine Bremsung passiert oder bei Manövern, dass das nicht herumwackelt und Geräusche erzeugt. Jetzt gehen wir in das Innenabteilung von dem Horus. Und zwar tun wir das Ganze mal ein bisschen schieben. Und wir sehen hier erstmal einen Motor. Und zum Einfahren müssen wir einmal das betätigen und können drauf steigen. So. Das Wichtige jetzt hierbei ist, dass wir natürlich das Power erstmal anmachen müssen. Wir machen das Ganze mal an. Und das Licht machen wir damit an. Das Außenlicht machen wir mit dem an. Dann ist das Licht hier draußen auch aktiv. Um natürlich zusätzlich die Lichter an- und auszuschalten, gibt es hier mehrere Schalter, womit ihr das Ganze an- und ausschalten könnt. Und genau. Hier haben wir die Küchenbereich. Da haben wir sozusagen unser Wasserhahn, kalt oder heiß. Hier haben wir unser Gas. Hier ist noch keine Gasflasche angeschlossen. Aber wenn eine angeschlossen ist, könnt ihr das Ganze einfach mal hier testen, indem ihr das hier aufmacht und natürlich gleichzeitig Elektrik betätigt. Hier könnt ihr alle eure Küchensachen reingeben und das natürlich benutzen. Hier ist euer ganzer Besteck zum Campen und hier könnt ihr natürlich extra Sachen einlagern, wie ihr wollt. Und das Ganze natürlich bitte zuhalten, damit während der Fahrt die ganzen Schränke nicht voneinander aufgehen. Einen Kühlschrank haben wir natürlich auch, ist auch ein Muss. Den machen wir ganz einfach auf. Wir haben hier einen Gefrierkasten, einen Gefrierbereich. Können wir extra hier nochmal so aufmachen. Und genau, das ist sozusagen der Kühlschrank. Bitte beim Kühlschrank macht es auf Automatik. Warum? Warum auf Automatik machen? Weil, wenn zum Beispiel das Auto aus ist oder sozusagen ihr keinen Landstrom angeschlossen habt, nimmt es dann vom Gas. Wenn das Auto aber jedoch an ist, nimmt es vom Autobatterie. Wenn es an die Landstrom angeschlossen ist, nimmt es vom Landstrom. Deswegen bitte auf Automatik machen und wenig Gas wie möglich verwenden. Hier oben habt ihr die Klimaanlage. Die Klimaanlage funktioniert ebenfalls, wenn ihr an Landstrom angeschlossen seid. Kommen wir mal zum Fernsehen. Ein Bereich, was viele Jugendliche und Kinder sehr interessiert. Es ist ein Smart TV, was auch während der Fahrt funktioniert. Und wie ihr das Ganze natürlich hin und her bewegen könnt, ist ganz einfach. Hier habt ihr einen Stift, den zieht ihr einmal raus und nachdem ihr das rausgezogen habt, könnt ihr das daran sehen, dass das frei bewegbar ist. Jetzt könnt ihr das frei bewegen und dorthin bewegen, wo ihr das wollt. Während der Fahrt natürlich möglich, aber bitte während der Fahrt auf fixen Modus halten, damit es nicht herumwackelt und jegliche Schäden entstehen. Um das wieder ranzumachen, einfach ranmachen und das hier so fixieren, dass es nicht mehr raufgeht. Hier oben haben wir natürlich eine Dachluke. Wie man das aufmacht und sozusagen aushaltet, zeige ich euch jetzt. Erstens habt ihr hier einen Fliegenschutz. Ist sehr wichtig, wenn ihr das Fenster aufmacht, dass keine Fliegen eindringen. Oder wenn ihr komplett zumachen wollt, könnt ihr das auch einfach so zumachen. Jetzt kommen wir mal drauf hin, wie wir das öffnen. Jetzt, das ist gerade im geschlossenen Zustand. Wir müssen einmal da drauf drücken und das hier einmal so betätigen. Das können wir uns direkt von hier ansehen und wenn wir das so öffnen, ist es erstmal so. Wir können erst einfach auf die Seite ziehen, dann öffnet sich das Ganze auch ganz frei. Natürlich währenddessen so machen, dass das Auto schön belüftet wird. Wie wir das jetzt im stehenden Zustand bringen, und zwar müssen wir das einfach hier oben dran halten, einfach drauf und jetzt steht's wieder. Das gleiche natürlich kann man auch auf der Seite machen und jetzt steht's wieder ebenfalls. Natürlich machen wir das Ganze zu. Beim Schlafen würde ich euch empfehlen, das immer zuzuhalten und damit nichts Schiefes passieren kann. Wir haben hier einen Tisch. Den Tisch können wir natürlich hier extra expanden und natürlich hier unten runternehmen und das Ganze machen. Die Sessel drehen sich alle, indem ihr einfach mal da drunten das Ganze dreht und das ist sozusagen der Cockpitbereich.
Jetzt gehen wir mal in die WC-Bereich. Und zwar, hier haben wir eine Dusche. Eine Dusche, das WC, ein Spiegel und natürlich ein Fenster. Bei der Toilette müssen Sie natürlich, bevor Sie Ihr Geschäft machen, diese Kapsel einmal aufmachen. Wie ihr das aufmacht, ist ganz simpel. Hier habt ihr etwas dazu, tut Sie einmal ziehen und da könnt ihr sehen, dass die Kappe angeht. Jetzt müssen Sie natürlich auch noch da spülen. Wie Sie das Spülen machen, ist ganz simpel. Und zwar tut Sie einfach hier einmal dran drücken und das Wasser kommt natürlich rein. Jetzt macht Sie erstmal die Luke zu, indem ihr das einfach hier reindrückt und ihr seht, das ist zu. Ein Fenster habt ihr natürlich auch und jegliche Sachen. Um das Licht hier einfach auszuschalten, einfach hier drücken und das Licht ist aus. Bei diesen Schränken bitte aufpassen, dass sie vollständig zu sind, dass es während der Fahrt, wenn sie ziehen, nicht zu ihnen kommt. Sie müssen wirklich sicher sein, dass sie vollständig zu sind, damit während der Fahrt sie nicht einfach so geöffnet werden. Bitte auch darauf achten. Und ja, genau. Hier könnt ihr ebenfalls beim Küchenbereich das einfach an euch ziehen und das in den Bereich halten. Wie ihr das macht, bezieht das an euch selber und macht das da einfach mal so hin. Dann könnt ihr das auch vollständig so ziehen im Außenbereich. Einfach wieder reinmachen, das kommt schon allein runter und genau. Ihre Warnwesten und Ihre Erste-Hilfe-Kasten finden Sie hier. Das Ganze ist immer hier gelagert. Und für weitere Sachen, was noch im Kofferraum eingelagert sind, können Sie ebenfalls von hier nehmen. Bei den Sitzen. Wie Sie sich drehen, ist ganz simpel. Sie sitzen und haben hier etwas, was Sie einfach mal auf die hintere Seite ziehen. Dann können Sie sich ganz einfach mit dem Sitz drehen. Und zwar sogar zum Tisch. Das ist oftmals sehr angenehm. Und hier könnt ihr noch extra diese Platte zu euch ziehen. Wie ihr diese extra Platte zu euch zieht, ist ganz simpel. Hier tun Sie das Ganze erstmal hier lockern. Einfach so ziehen. Und während Sie das ziehen, das Ganze auch zu euch ziehen. Genau. So simpel ist die ganze Sache. Als Fahrer ist man gleichzeitig auch direkt am Tisch. Perfekt. Wie ihr das einfach zumacht, einfach wieder zumachen und ihr hört dann hier ein Klippgeräusch. Um euch wieder vollständig zu drehen, müsst ihr euch einfach hier betätigen, wie gesagt, und euch an euren Platz hindrehen mit Hilfe eurer Füße. Und gleich hört ihr schon ein Klickgeräusch. Jetzt kann sich das nicht mehr drehen. So, zusätzlich, wenn ihr natürlich das Wasserhahn benutzen wollt, das ganze Wasser, müsst ihr einmal die Wasserpumpe anmachen. Dann könnt ihr das ganze Wasser benutzen. Und natürlich könnt ihr hier euch die ganzen Informationen zu den Grad und alles ansehen. Und hier habt ihr natürlich extra noch ein Menü. Zum Beispiel hier könnt ihr die Temperatur vom Fahrzeug drin auf eine beliebige Celsiusgrad umändern. Natürlich könnt ihr das Ganze auch erstmal ausschalten und auf Weggehen vom Menü lang gedrückt halten. Und jetzt könnt ihr die Wassertemperatur ändern. Hier könnt ihr auf Eco, Hot und auf Boost machen, umändern. Eco Boost ist auf jeden Fall das schnellste und macht ungefähr in 10 bis 15 Minuten das ganze Wasser warm. Lange gedrückt halten, um rauszugehen. Und das hier ist natürlich die Lüftung. Die ist auch auf. Und genau. Da könnt ihr erstmal rausgehen. Die ganzen Einstellungen sind immer hier. Die Fernbedienung zu der Klimaanlage, wie gesagt, funktioniert nur bei Landstrom. Und hier habt ihr natürlich noch extra, könnt ihr daran ziehen. Und habt dann hier einen Insektenschutz. Ihr könnt ebenfalls auf dieser Seite, wenn Sie wollen, ihr könnt es auch von hier einfach hier gedrückt halten und ziehen. Bis dahin. Und jetzt habt ihr hier schon eine Sonnenblende.
Das gleiche könnt ihr ebenfalls hier machen. Einfach da dran ziehen. Natürlich mit Kraft. Und hier seht ihr komplett zugemacht. Das gleiche wie es hier funktioniert, funktioniert genauso auf der Fahrerseite. Deshalb kein Problem. Und jetzt das Ganze erstmal runter machen.